Lobet mich nicht, denn ich bedarf keines Lobes. Rühmet mich nicht, denn ich bedarf keines Ruhmes. Richtet mich nicht, denn ich werde gerichtet werden. Was sich hier so dramatisch anhört, das ist der selbst ausgewählte Grabspruch eines Mannes, der in Deutschland hochgeehrt war, der aber die Geschichte von Deutschland und Europa entscheidend verändert hat und der am Ende seines Lebens gestorben ist, entfernt von der Heimat und einsam. Kaiser Wilhelm II. Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Diesmal bin ich in den Niederlanden, in der Nähe von Utrecht. Hier ist Haus Doorn. Kaiser Wilhelm II. Flüchtete 1918 in die Niederlande. Hier in Haus Doorn bekam er Exil. Nachdem wir durch das Torhaus das Gelände betreten haben, zeige ich euch jetzt mal ein Luftbild. Das ist von 1935, das zeigt Haus Doorn und den umgebenden Park. Das ist Haus Doorn, wie es heute aussieht. Das ist das Haus, in dem Kaiser Wilhelm II. 20 Jahre seines Lebens lebte. Und davor steht diese Büste, die an den Kaiser erinnert. 1918. Kaiser Wilhelm II. Ist gerade im belgischen Spa. Da muss er als Kaiser abdanken. Die Niederlande geben ihm und seiner Kaiserin Exil und er geht zunächst nach Schloss Ammerung. Ein Jahr später, 1919, erwirbt er ein Landgut in der Nähe von Utrecht, Haus Doorn. Gekauft hat er das Haus übrigens von einer niederländischen Baroness. Diese Baroness war die Urgroßmutter von Audrey Hepburn, der Hollywood-Schauspielerin. Wir kennen sie aus Ein Herz und eine Krone, Ein süßer Fratz und Sabrina. Dann lässt der Kaiser das Haus umbauen und da kommt moderner Komfort rein. Und die Einrichtung, ja, die stammt aus den Berliner und Potsdamer Schlössern. Da sind prächtige Möbel, Gemälde, Silber dabei. Das durfte er alles aus Berlin und Potsdam abholen. 59 Zugwaggons sind hier angekommen in Doorn. Wir schauen uns jetzt im Park etwas um, mal schauen, ob es noch so aussieht wie zu Kaisers Zeiten. Das hier ist ein Taubenschlag aus des Kaisers Zeit und das hier ist die Kapelle, da ist Kaiser Wilhelm II. Drin beigesetzt worden. Nach einem Jahr wurde er dann umgebettet in das Mausoleum, das man für ihn gebaut hat. Das hier ist ein Platz zum Fahrradunterstellen, der hat tatsächlich schon 1921 existiert und man sieht, er ist heute noch in Gebrauch. Die Straße oder der Weg durch den Park. Hier ist der Kaiser mit seinem Auto lang gefahren oder auch zu Fuß gegangen, wenn er in den Ort Doorn wollte. Schaut euch mal an, wie akkurat diese Bäume gepflanzt wurden. Militärisch, preußisch. Natürlich hat der Kaiser auch mehrere Autos gehabt, die hat er sich aus Berlin mitgebracht. Die mussten natürlich irgendwo hin, nämlich in eine Garage. Die trägt eine Inschrift, unter seinem Wappen steht Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. Gewidmet von Seiner Majestät der Kaiserin Hermine. Hermine war natürlich keine Kaiserin, das war die zweite Ehefrau von Wilhelm II. Es war eine Prinzessin, sie nannte sich nur gerne Kaiserin. Sie, seine Verwandtschaft und seine Bediensteten haben ihm zum 70. Geburtstag diese Garage geschenkt. Heute ist hier eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg aus Sicht der Niederländer drin. Gleich daneben ist dieses Waldstück. Ja, diese Bäume hat der Kaiser selbst gepflanzt oder pflanzen lassen. Zwischen 1932 und 1938 ist dieses Pinnetum entstanden, angelegt worden. Es ist eine Sammlung von Nadelbäumen. Das sind alle möglichen Arten, die stammen aus allen Teilen der Welt. 160 Stück sind es einmal gewesen. Die meisten davon hat sich der Kaiser übrigens zu Weihnachten oder zu Festtagen schenken lassen. Die Spender, die bekamen ein Schild aus Porzellan, ihr Name stand da drauf und was das für ein Baum war. Ich habe jetzt leider keine dieser Schilder mehr gefunden.
Sein persönlicher Adjutant war Sigurd von Ilsemann. Und der hat während der ganzen 20 Jahre Tagebuch geführt und dadurch wissen wir so einiges über das alltägliche Leben des Kaisers. Zum Beispiel, dass er hier im Park gerne mit seinen Hunden spazieren ging, am besten jeden Tag. Das hier ist ein Gebäude, das hat zur Kaiserszeit hier gestanden. 1957 ist es abgerissen worden. Keine Ahnung, was das gewesen war oder wozu es gedient hat. Wirklich sehenswert ist dieser Rosengarten hier. Er heißt Auguste Victoria Rosengarten. Auguste Victoria, das war die Frau des Kaisers, also die Kaiserin. Und dieses Schmuckstück hier hat der Kaiser selber entworfen. Es ist ein Beet in Form eines eisernen Kreuzes. Hier auf diesem Plan kann man es deutlich besser erkennen. Wir gehen ein Stückchen weiter durch den Park und finden diese Hütte hier. Hackplatz Wilhelm II. Ja, das Holländische ist manchmal etwas lustig. Das bedeutet, das ist der Platz, wo Wilhelm II. Holz gefällt hat. Das Holzfällen, das war ja eine der Lieblingsbeschäftigungen von Kaiser Wilhelm II. Hier im Exil. Das hat er jeden Tag gemacht. Natürlich hat er nicht selbst Holz gehackt. Er hat zwar mit Hand angelegt, aber er hatte seine Leute, die das für ihn gemacht haben. Er selber konnte das auch gar nicht. Kaiser Wilhelm II. Litt ja an einer Behinderung. Das heißt, ein Arm war fast gelähmt und er war kürzer. Er konnte kein Holz hacken. So, irgendwie brauche ich jetzt mal einen Platz an der Sonne hier. Die ostpreußischen Frauen ihrem unvergessenen Kaiserpaar. Diese Widmung unter dieser Statue, die ist vermutlich ein Geschenk gewesen, steht hinter Hausdorn. Und gleich hinter dem Haus, da finden wir diesen kleinen Friedhof. Topsy lesen wir da, Arno und Senta, die treue Senta, die 20 Jahre alt wurde und seine Majestät den Kaiser begleitet hat während des Ersten Weltkrieges. Und noch 2 weitere Grabsteine gibt es hier auf diesem kleinen Friedhof. Das sind die Haustiere, die Hunde des Kaisers, die hier bestattet wurden. Und diesen Adler finden wir ebenfalls ja gleich hinter dem Haus. Und gleich hinter dem Adler, da entdecken wir dieses Gebäude. Das ist das Mausoleum. Da drin sind die sterblichen Überreste von Kaiser Wilhelm II. 1933 hatte Kaiser Wilhelm II. Bestimmt, dass er im Park von Haus Dorn seine letzte Ruhestätte findet. Denn er wollte Deutschland erst wieder betreten oder dort beerdigt sein, wenn das Land wieder ein Kaiserreich ist. Und so wartet denn der Kaiser bis heute auf seine Rückkehr nach Deutschland. Das Gelände von Haus Dorn gehört übrigens dem niederländischen Staat. Das wurde 1945 alles konfisziert, außer dem Mausoleum. Das gehört den Hohenzollern. Dieses schlichte Mausoleum wurde übrigens nach Zeichnungen von Kaiser Wilhelm II. Gebaut, und zwar nach seinem Tod. Betreten darf man das Mausoleum nicht, aber man kann durch das Fenster schauen. Lobet mich nicht, denn ich bedarf keines Lobes. Rühmet mich nicht, denn ich bedarf keines Ruhmes. Richtet mich nicht, denn ich werde gerichtet werden.
So, vom Mausoleum aus, da gehen wir jetzt mal zum Haus rüber. Da geht es zunächst über eine Brücke. Das war ja mal ganz früher eine Wasserburg. Deswegen ist dieses Wasser drumherum. Wir sind hier so 70 Kilometer von Amsterdam entfernt. Hier kommen viele niederländische Besucher hin und schauen sich das Haus an, aber auch eine ganze Menge deutscher Besucher. Rein geht es nicht durch den Haupteingang, sondern hier den Nebeneingang. Da geht es gleich rein in die Küche, da ist die Kasse für das Museum und dann kann man sich das Haus mit Führung anschauen. Nach der vollständig eingerichteten Küche kann man sich erstmal ein paar Uniformen von Kaiser Wilhelm II. Anschauen, unter anderem auch die berühmte Pickelhaube. Und dann geht es weiter durch die Räume, das ist Speisezimmer, das sind Büros, Schlafräume, Wohnzimmer und alles ist hier proppenvoll mit Sachen, unglaublich. Ist auch ein bisschen viel Kitsch dabei natürlich, aber der hat aus seinen Potsdamer und Berliner Schlössern alles hierher schaffen lassen, was ihm irgendwie wertvoll erschien. Ich bin übrigens am 4. Juni hier in Hausdorn und das ist der Sterbetag von Kaiser Wilhelm II. Das hier ist sein Sterbezimmer. So, das war's aus Hausdorn. In diesem Sinn, tschüss.